herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein super leckeres Hotdog-Rezept mit selbstgemachtem Krautsalat und einem süßen Gurkenrelish. Für das Relish als erstes eine halbe entkernte Gurke, eine halbe Paprika, eine halbe rote Zwiebel und etwa 50 Gramm Knollensellerie in feine Würfel schneiden. Wenn das erledigt ist, einen kleinen Topf aufsetzen, 125 Gramm Zucker, 100 Milliliter Apfelessig und einen gehäuften Teelöffel körnigen Senf in den Topf geben. Alles mit einem Schneebesen verrühren, bei mittlerer Hitze erwärmen und zum Kochen bringen. Sobald die Mischung anfängt zu köcheln, aufhören zu rühren, jetzt das fein gehackte Gemüse dazugeben und alles bei niedriger bis mittlerer Hitze für ca. 20 Minuten leicht köcheln lassen. Gelegentlich mal umrühren und nach etwa 20 Minuten vom Herd ziehen, mit einem Pürierstab kurz durchmixen, dabei aber nicht zu stark pürieren, sondern nur so lange, bis die restliche Flüssigkeit etwas gebunden ist, so wie hier, und danach zum Abkühlen zur Seite stellen. Weiter geht's mit dem Coleslaw bzw. Krautsalat, dafür etwa 400 Gramm Weißkohl mit einem Messer in feine Streifen schneiden, außerdem 2 Möhren mit einer Reibe grob raspeln. Als nächstes je einen Teelöffel Salz und Zucker zum Weißkohl geben und jetzt alles kräftig mit den Händen durchkneten, bis der Krautsalat anfängt Wasser zu verlieren. Danach etwa 150 Gramm Joghurt, einen guten Schuss Weißweinessig und Olivenöl sowie eine gute Prise Pfeffer dazugeben. Alles gut miteinander verrühren und dann bis zum Anrichten zur Seite stellen. Zum Schluss müssen wir uns nur noch um die Würstchen kümmern, dafür die Würstchen in einem großen Topf mit etwas Wasser erwärmen. Dabei aufpassen, das Wasser sollte nicht anfangen zu kochen, sondern nur heiß werden. Die fertigen Würstchen aus dem Wasser heben und dann können wir auch schon servieren. Ein Hotdog-Brötchen mittig halbieren, aber nicht komplett durchschneiden. Wie ihr die Brötchen selber machen könnt, habe ich euch ja bereits gezeigt. Das Video dazu verlinke ich euch aber auch nochmal. Dann als erstes mit einer ordentlichen Portion Krautsalat belegen. Danach ein Würstchen, als nächstes 2 bis 3 Esslöffel Relish und zum Schluss noch ein paar Röstzwiebeln. Danach könnt ihr die Hotdogs servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.